In Deutschland haben die Impfungen gegen das Coronavirus offiziell begonnen. In Berlin bekam am Morgen eine 101 Jahre alte Seniorin in einem Pflegeheim eine Spritze mit dem Impfstoff der Firma BioNTech und Pfizer. Mannschaftswagen der Polizei waren vor der Einrichtung platziert. Gerade bei älteren Menschen könnten durch Impfungen schwere Krankheitsfälle und viel Leid vermieden werden. Auch in weiteren Bundesländern wurde bereits am Morgen geimpft. Im nordrhein-westfälischen Siegen erhielt eine 95-Jährige in einer Pflegeeinrichtung als erste die Spritze verabreicht. In Magdeburg in Sachsen-Anhalt begannen 3 mobile Impfteams um kurz vor 9 Uhr Bewohner eines kommunalen Pflegeheims zu impfen. Rund 120 Senioren sowie etwa 60 Mitarbeiter wollten sich immunisieren lassen. In Berlin sollen Mitarbeiter von Pflegeheimen parallel geimpft werden. Dafür geht am Sonntagnachmittag das mit 80 Impfkabinen größte der 6 Berliner Impfzentren in Betrieb. Spahn zeigte sich zum bundesweiten Impfstart optimistisch, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Der Impfstart heute macht Hoffnung und gibt Zuversicht, schrieb der CDU-Politiker. Die bundesweite Impfkampagne in Deutschland beginnt in Alten- und Pflegeeinrichtungen, die von mobilen Impfteams aufgesucht werden. Wer zuerst geimpft wird, entscheiden die Bundesländer und Behörden vor Ort. In den kommenden Tagen und Wochen sollen stetig weitere Dosen geliefert werden. Noch nie zuvor in der Geschichte war die Bundeswehr an der Heimatfront so eingebunden wie in diesem Corona-Jahr. Insgesamt hat sie 20.000 Soldaten mobilisiert, um zivilen Stellen bei der Bekämpfung der Pandemie beizuspringen. Rund die Hälfte davon, also 10.000, sind derzeit aktuell eingebunden. Nun könnte noch ein Großeinsatz beim Impfen hinzukommen. Die Truppe hat extra wegen den anstehenden Impfungen die Einsatzbereitschaft tausender Bundeswehrangehöriger erhöht. Diese sind nun innerhalb von 24 Stunden abrufbar, sollten sie in den kommenden Tagen kurzfristig gebraucht werden. Denkbar ist dabei alles, vom Bundeswehrarzt, der die Spritze setzt, bis hin zum Helfer im Tarnfleck, der organisatorisch für einen möglichst reibungslosen Ablauf der Massenimpfungen sorgt. Wegen der in Großbritannien entdeckten neuen Variante des Coronavirus kappen viele Länder die Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich. Zum Schutz vor der Mutation dürfen in Deutschland keine aus Großbritannien kommenden Flugzeuge mehr landen. Gesundheitsminister Jens Spahn sagte im Bericht aus Berlin, eine weiterreichende Regelung für die Zeit ab dem 1. Januar sollte über eine Kabinettsabstimmung auf den Weg gebracht werden. Auch zahlreiche andere Länder hatten Grenzschließungen zum Vereinigten Königreich verkündet, darunter Italien, die Niederlande, Belgien, Bulgarien und Irland. Auch Österreich verfügte über ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien. Zudem stellte die Schweiz Flugverbindungen nach Großbritannien und Südafrika ein. Polen setzt Flüge ab Montag um Mitternacht aus. Frankreich verhängte ein Einreiseverbot für Reisende aus Großbritannien auf dem Luft-, See- und Landweg. Deshalb wurden der britische Hafen Dover am Ärmelkanal sowie der Eurotunnel um Mitternacht geschlossen. Auch Argentinien, Kolumbien, Peru, Chile, Kanada und der Golfstaat Kuwait stoppten Flüge aus Großbritannien. Die deutlich schnellere Übertragbarkeit, wie sie in diesem Fall vermutet wird, würde natürlich viel verändern. Und deshalb ist es wichtig, den Eintrag nach Deutschland auf Kontinentaleuropa zu unterbinden, so Spahn.
Der Vorschlag von Baden-Württembergs Innenminister Strobel, Quarantäneverweigerer in einer geschlossenen Klinik unterzubringen, soll nun realisiert werden. Uneinsichtige Quarantäneverweigerer sollen künftig in einem von 3 ausgewählten Krankenhäusern untergebracht werden. Das Innenministerium hatte auf eine strikte Zwangseinweisung solcher Personen gedrängt. Nach der Einigung sagte Strobel, er sei froh, dass man sich darauf verständigt habe, hartnäckige Quarantäneverweigerer abzusondern. Er höre mehrfach in der Woche von Kommunen, dass diese ein Problem darstellten. Die Polizei bringt die Personen dorthin und wir kümmern uns um die adäquate Versorgung, sagte der Landesgesundheitsminister. Man begreife sich hier als Verantwortungsgemeinschaft. In der Vergangenheit hatte Strobel die Lungenfachklinik St. Blasien im Südschwarzwald ins Gespräch gebracht. Daraufhin hatte der Bürgermeister von St. Blasien, Adrian Probst, versichert, er stehe dieser Idee offen gegenüber. St. Blasien hätte ausreichend Erfahrung. Die rund 180.000 Bundeswehrsoldaten müssen sich auf eine Impfpflicht einstellen. Schon vor rund 3 Wochen hat der zuständige Generalarzt der Truppe empfohlen, die Impfung in den Basisimpfschutz für alle Soldaten aufzunehmen. Rechtlich spricht man von einer duldungspflichtigen Maßnahme, die Soldaten wegen ihres besonderen Pflichtverhältnisses zum Staat akzeptieren müssen. Aus Sicht der Truppenmediziner wäre eine flächendeckende Impfung für alle Soldaten sinnvoll. Zudem ist die Bundeswehr mittlerweile mit mehreren 1000 Soldaten selbst in der Pandemiebekämpfung aktiv, unter anderem in Altenheimen und Testzentren. Ohne die Impfpflicht könnte jeder Bundeswehrangehörige selbst entscheiden, ob er die beiden Spritzen gegen Covid-19 will oder nicht. Die Truppe müsste dann mit viel Aufwand registrieren, wer geimpft ist und wer nicht. Theoretisch wäre eine Impfpflicht nicht nur für Soldaten, sondern für alle Beamte des Bundes möglich. Gerade unter Polizisten, die wegen ihres Jobs zwangsläufig viele Kontakte haben, wäre eine breite Impfung sinnvoll.